Hallo und herzlich willkommen, hier ist Manfred von Pitch4. Im heutigen Video geht es um den Bereich Optionen. Ich bin hier auf unserer Webseite und die Optionen findest du links hier und da klickst du rauf und dann musst du hier nochmal auf Optionen klicken und dann kommen hier sehr viele verschiedene Einstellungen und die gehen wir jetzt alle mal im Einzelnen durch, von oben nach unten. Wir sind hier im Bereich SEO. Das ist ganz wichtig. Du brauchst nämlich für deine Webseite einen Titel und eine Beschreibung. Also hier oben trägst du deinen Titel ein. Das ist der Titel, der auf deiner Webseite angezeigt wird, und zwar im Browser oben in der Browserzeile. Und dann hast du ja eine allgemeine Beschreibung und einen Autor. Und die allgemeine Beschreibung, der Titel, das wird bei Google angezeigt. Das ist ja eine Google-Vorschau. Das heißt, wenn deine Seite bei Google gefunden wird, dann ist das Suchergebnis so, dass oben der Titel steht. Dahinter steht die Seite, auf der sich das bezieht. Dann hast du hier den Link zu deiner Seite. Und hier unten hast du eine Beschreibung. Und diese Beschreibung, die kommt hier oben. Die klappt hier oben rein. Ich habe das jetzt mal so vorbereitet, wie ich das machen würde. Man beschreibt, was man macht. Und hat eventuell die Möglichkeit, dass man auch einen Kontakt hinterlegt, damit Leute, die deine Seite finden, erstmal wissen, was du machst und dann auch relativ schnell mit dir Kontakt aufnehmen können. Sie können auf den Link klicken oder eben sie schreiben dir gleich eine E-Mail. Dieses Teaserbild, das ist dafür da, wenn du deine Seite verlinkst, zum Beispiel bei Facebook, dann nimmt Facebook, wenn das Teaserbild vorhanden ist, dieses Bild hier und zeigt das an als Vorschau deiner Webseite. Wenn das Bild nicht vorhanden ist, dann wird irgendein Bild auf deiner Webseite ausgesucht. Also mach am besten hier ein schönes Teaserbild rein, dass du möchtest, dass das angezeigt wird, wenn deine Seite irgendwo gefunden wird. Also das ist also deine Einstellungen, die wichtig sind für die Darstellung deiner Webseite bei Google. Hier hast du Google Analytics und hier kannst du eintragen deine Mess-ID, wenn du ein Google Analytics Konto hast. Dann hast du auch so eine ID da oben und du brauchst nur die ID aus dem Code rausnehmen, den hier oben eintragen. Alles andere macht unser System. Das heißt, wir erzeugen den korrekten Code, hinterlegen den im Hintergrund, im Head in der Webseite und das war's. Mehr musst du nicht tun. Wenn du den Tag Manager von Facebook oder auch von Google nutzt und weitere Skripte hast, die kannst du alle hier entsprechend eintragen, damit sie dann entsprechend benutzt werden, um deine Webseite zu analysieren. Wenn du hier Google Analytics nutzt, dann ist es auch wichtig, das wird nur aktiviert, wenn ein Besucher auf deiner Webseite den Cookie-Banner auch akzeptiert. Wenn er also Cookies ablehnt, dann wird auch Google Analytics abgelehnt, sodass du das dann nicht benutzen kannst. Es wird also nicht analysiert, was der Besucher macht, der keine Cookies akzeptiert. Das ist eine Möglichkeit, die Google Search Konsole, wenn deine Domain mit deiner Google Search Console zu verbinden, damit Google weiß, diese Domain gehört zu dieser Webseite. Dafür gibt es einen Blogartikel, den verlinke ich unter dem Video und auch im Blogartikel zu diesem Video. Dann gehen wir auf den Bereich Allgemeines. Du kannst eine Wartungsseite anschalten. Das heißt, wenn du deine Wartungsseite anschaltest, dann wird, wenn jemand die Seite aufruft, wird eine Wartungsseite angezeigt mit einem kleinen Text von dir und ein Bild. Und Google liest diese Seite auch nicht. Das heißt, diese Wartungsseite blockiert, dass Google die Seite scannt. Das ist wichtig, solltest du machen, wenn du umfangreiche Änderungen vornimmst, damit nicht irgendwie halbfertige Texte bei Google entsprechend gelistet werden. Fav-Icon und ein Browser-Icon. Das Fav-Icon, das ist das Icon, was angezeigt wird oben im Browser, wenn deine Seite aufgerufen wird. Standardmäßig ist da unser Logo drinnen. Du solltest es also austauschen gegen ein quadratisches Bild, was du gerne möchtest, dass das angezeigt wird oben im Browser als Fav-Icon. Die Fußzeile, das ist das, was ganz unten angezeigt wird auf deiner Seite. Das kannst du ausschalten, wenn du eine Kaufversion hast. Du kannst das einblenden. Da steht im Copyright Pitch4 und du kannst es auch einblenden mit einem Link. Und dieser Link, wenn du darauf klickst, führt dann zum Einloggen, zum Dialog, damit du deine Seite bearbeiten kannst. Also das ist eine Entscheidung, die du selber treffen kannst. Geschützter Bereich. Wenn du Seiten schützt, da gibt es eine Möglichkeit,
Du klickst auf eine Seite, sagst, die Seite soll geschützt werden und dann ist es alles zentral über das Passwort, was du hier vergibst und einen Text im NIF hier einträgst. Wenn also Leute eine Seite aufrufen, die geschützt ist, dann wird der Text hier angezeigt, den du hier eingibst und sie müssen das Passwort eingeben, was hier hinterlegt ist. Es gibt für die größeren Versionen einen speziellen Bereich, wo du beliebig viele Seiten mit unterschiedlichen Passwörtern schützen kannst, zum Beispiel um jetzt Kurse anzubieten, die nur Personen lesen sollen und ansehen sollen, die das entsprechend gekauft haben. Die bekommen dann ein Passwort. Das ist ein allgemeiner Bereich, der für alle geschützten Seiten gleichzeitig gilt. Ein nach oben Button. Wenn du eine Seite hast, die sehr lange Inhalte hat, dann kannst du diesen Button einblenden, der wird dann rechts angezeigt und der sorgt dafür, wenn jemand darauf klickt, dass dann die Seite wieder ganz nach oben springt. Das ist sehr hilfreich, wie gesagt, wenn du sehr umfangreiche Seiten hast. Schalte einfach diesen nach oben Button ein. Wir haben hier noch Erweiterung. Im Moment ist es so, dass du deine Navigation anpassen kannst. Du kannst sagen, ich möchte nicht die normale Navigation haben, sondern eine mobile Navigation. Wenn du die anschaltest, dann ist im ausgelöschten Zustand auf der linken Seite sind dann 3 Striche, das Hamburger Menü. Und wenn Leute darauf klicken, dann wird das Menü aufgeklappt zum Erreichen deiner Seiten. Die Alternative, was du auch machen kannst, du kannst deine Navigation oben fixieren. Das funktioniert nur bei horizontalen Navigationen. Also wenn das nicht funktioniert, dann hat das keine Auswirkung. Das bedeutet, die Navigation bleibt stehen, auch wenn du deine Seite nach oben oder nach unten scrollst. Das kannst du hier regeln. Da kommen später noch weitere Sachen rein. Wir wollen noch Animationen, die allgemein für die Seite gelten, einbauen und einige Dinge mehr. Dann haben wir ja einen Bereich Datenschutz, der ist auch sehr wichtig. Du musst eine Datenschutzerklärung haben, das ist Pflicht. Und diese Datenschutzerklärung, die muss auch verlinkt sein, zum Beispiel mit Formularen. Wenn du hier einen Link zu deiner Datenschutzerklärung machst, das ist eine Seite, du kannst hier raufklicken, dann kannst du hier auswählen, wo deine Datenschutzseite ist. Und dann speicherst du das Ganze. Dann sorgt das dafür, wenn du ein Kontaktformular einbaust oder wenn du einen Blog benutzt, dass da, wo Leute Kommentare eingeben, also Eingaben machen, sie auch die Möglichkeit haben, anzuklicken, dass sie deine Datenschutzerklärung gelesen haben. Dafür ist diese Funktion gedacht. Speicherst du. Und hier hast du die Möglichkeit, den Cookie-Banner an- und auszuschalten. Wenn du deine Seite so benutzt, dass du keine externen Links einbaust zu externen Seiten, kein HTML benutzt, kein Google Analytics benutzt und auch keinen Besucherzähler benutzt, dann brauchst du eigentlich kein Cookie-Banner, weil unser System läuft in den Basiseinstellungen komplett ohne Cookie. Und wenn nicht, dann solltest du den Cookie-Banner anschalten und sinnvollerweise ist es eigentlich unten besser, weil oben hast du ja meist eine Navigation. Das heißt, du kannst einstellen, ob da oben oder unten angezeigt werden soll oder ob er aus ist. Dieser Bereich Inhalte gibt dir die Möglichkeit, dass du selber entscheidest, dass du bestimmte Dinge gar nicht erst anzeigst, weil du zum Beispiel kein Cookie-Banner möchtest, dann sagst du, HTML-Elemente blende ich aus, Formulare blende ich aus. Wenn du irgendwo ein Formular hast und das Formular ist im Admin-Modus zu sehen, aber nicht im ausgeloggten Zustand, dann kann es sein, dass du hier aus Versehen die Besuchereingaben abgeschaltet hast. Denn das sorgt dafür, dass alles abgeschaltet wird, wo Besucher Eingaben machen können. Also diese Sachen sind nur dafür da, das haben wir zu Anfang gehabt, wenn jemand also nichts mit den Datenschutzsachen haben wollte und alles ausschalten wollte, was irgendwie mit Cookies zu tun hat. Und du kannst hier eine Musterseite anlegen, wenn du keine eigene Datenschutzerklärung hast. Da liefern wir einen Text, die Seite wird erzeugt mit einer Datenschutzerklärung und du kannst diese entsprechend anpassen. Wir übernehmen keine rechtliche Verantwortung und Haftung. Das heißt, du solltest immer noch entsprechend gucken, ob das, was da jetzt geschrieben steht, auch mit deinem Business zusammenhängt. Aber es ist eine Hilfe, um zum Beispiel die Basis-Sachen zu haben. Für eine private Seite oder für eine allgemeine Seite ist das normalerweise ausreichend. Dann haben wir hier noch einen Head-Bereich. Das ist für Leute, die Ahnung haben vom Programmieren. Du kannst hier HTML-Code einfügen. Der wird im Head hinterlegt und entsprechend ausgeführt. Du kannst das CSS hier einbauen für alle Seiten, also für alle Darstellungen oder eben, wenn du sagst, ich möchte in Mobil bestimmte Dinge anpassen, dann kannst du hier CSS-Code schreiben.
Du kannst auch auf Elemente zugreifen, die wir verwenden. Du musst dann eben gucken im ausgeloggten Zustand, welche Elemente hinterlegt sind und wo du das CSS verändern möchtest. Also wie gesagt, das ist etwas für jemand, der Ahnung hat. Wenn du JavaScript einbindest, ist es ganz wichtig, dass du hier keinen Skript-Tag verwendest, sondern nur den reinen JavaScript-Code. Wenn du unbedingt einen Skript-Tag verwenden willst und musst, dann musst du das hier im Bereich HTML machen. Okay, das sind also erstmal die grundsätzlichen Einstellungen, die mit den Optionen zu tun haben. Und die ganzen Sachen, die wir dann noch dazu haben, die beziehen sich eigentlich auf die Seiten. Das heißt, wenn ich hier auf eine Seite gehe, habe ich hier SEO-Einstellungen und kann hier noch Beschreibungen machen für einzelne Seiten. Das machen wir aber in einem eigenen Video, was sich ganz speziell nochmal mit SEO befasst und wo diese ganzen Sachen, was die Seiten betrifft, nochmal erklärt werden, weil das wird sonst entsprechend zu lang und ich glaube, wir haben hier schon eine Menge Informationen, die zu verarbeiten sind. Also freu dich auf das nächste Video. Wir sehen uns. Bis dann, Manfred.